Die Wüstenträume von Cristiano Ronaldo. In einer weit entfernten Stadt in Saudi-Arabien, die von den goldenen Sanddünen der Wüste umgeben war, begann die faszinierende Geschichte von Cristiano Ronaldo, dem legendären Fußballspieler, der die Welt im Sturm eroberte. Es war eine Geschichte von Entschlossenheit, Hingabe und dem unbändigen Willen, erfolgreich zu sein. Die Sonne strahlte auf das staubige Spielfeld eines kleinen Fußballvereins namens Al-Nassr United, als der junge Cristiano seine ersten Schritte in der Welt des Fußballs machte. Geboren und aufgewachsen auf der portugiesischen Insel Madeira, hatte er bereits als Kind einen natürlichen Talent für den Sport. Aber es war sein Vater, José Diniz Aveiro, der ihn stets ermutigte und lehrte, dass Talent allein nicht ausreicht, um erfolgreich zu sein. Mit dem Umzug seiner Familie nach Saudi-Arabien im Alter von 12 Jahren öffnete sich für Cristiano eine völlig neue Welt. Sein Vater hatte eine Stelle in Riad angenommen, und die Familie zog in die lebhafte Hauptstadt des Königreichs. Cristiano hatte Bedenken wegen der Veränderung, aber sein Vater überzeugte ihn davon, dass dies eine Chance sei, sich als Fußballspieler weiterzuentwickeln. In Saudi-Arabien war Fußball mehr als nur ein Sport, es war eine Leidenschaft, die das Land verband. Die Stadien waren immer voll, und junge Spieler wie Cristiano hatten die Möglichkeit, von einigen der besten Trainer und Talentscouts des Landes entdeckt zu werden. Cristiano trat Al-Nassr United bei und begann, intensiv zu trainieren. Das Training in der sengenden Hitze der Wüste war eine Herausforderung, aber Cristiano akzeptierte sie mit einer Entschlossenheit, die ihn schon in jungen Jahren auszeichnete. Sein Training bestand nicht nur aus Ballübungen und Taktik, sondern auch aus Konditionstraining in den Dünen, um seine Ausdauer und Kraft zu verbessern. Während seiner Zeit in Saudi-Arabien lernte Cristiano auch die Kultur und die Menschen des Landes kennen. Er schätzte die Gastfreundschaft und die Lebensweise, die hier herrschten. Die Familie Ronaldo lebte in einer Gemeinschaft, in der verschiedene Kulturen und Religionen friedlich miteinander existierten. Cristiano entwickelte ein tiefes Verständnis für die Bedeutung von Toleranz und Respekt. Seine Bemühungen und seine Beharrlichkeit zahlten sich aus. Mit 16 Jahren wurde er von einem der größten Vereine Saudi-Arabiens, Al-Hilal Riyadh, entdeckt. Seine bemerkenswerte Geschwindigkeit, sein Ballgefühl und seine Schusstechnik machten ihn schnell zum Liebling der Fans. Unter der Leitung erfahrener Trainer wie Yasser Al-Michel entwickelte er sich rasch weiter. Es war jedoch klar, dass sein Talent die Grenzen Saudi-Arabiens überschreiten würde. Mit 18 Jahren erhielt er ein Angebot von einem europäischen Verein und kehrte nach Portugal zurück, um seine Fußballkarriere in Europa fortzusetzen. Dort stieg er zu einem der besten Spieler der Welt auf und gewann zahlreiche Titel und Auszeichnungen, darunter den Ballon d'Or. Saudi-Arabien war immer in seinem Herzen geblieben, und Cristiano kehrte oft dorthin zurück, um die Freunde und die Kultur zu genießen, die sein Leben so stark geprägt hatten. Er engagierte sich auch für wohltätige Zwecke im Königreich und unterstützte die Entwicklung des Fußballs in Saudi-Arabien. Cristiano Ronaldo war nicht nur ein Symbol des Erfolgs, sondern auch ein Beispiel für harte Arbeit und Entschlossenheit. Seine Geschichte war ein Beweis dafür, dass Träume wahr werden können, selbst in den scheinbar unwirtlichsten Umgebungen. Saudi-Arabien war der Ort, an dem sein Talent erblühte, und er würde dies nie vergessen. Cristiano Ronaldo kehrte oft nach Saudi-Arabien zurück, um nicht nur seine Freunde zu besuchen, sondern auch, um junge Fußballtalente zu inspirieren. Er führte Fußballkliniken und Workshops durch, bei denen er sein Wissen und seine Erfahrungen weitergab.
Seine Anwesenheit in Saudi-Arabien war ein Symbol der Hoffnung für viele aufstrebende Spieler, die davon träumten, es in die großen Fußballligen Europas zu schaffen. Die Medien in Saudi-Arabien und auf der ganzen Welt verfolgten gespannt Cristianos Karriere. Jeder seiner Erfolge wurde in den Nachrichten gefeiert, und sein Name war in ganz Saudi-Arabien bekannt. Er wurde zu einer Inspirationsquelle für die Jugend des Landes, die ermutigt wurden, hart zu arbeiten und ihren Träumen nachzugehen, egal wie groß sie auch sein mochten. Cristianos Liebe zu Saudi-Arabien zeigte sich auch in seinem Engagement für wohltätige Zwecke im Königreich. Er spendete großzügig für Bildungsinitiativen, Gesundheitsprogramme und die Unterstützung von bedürftigen Familien. Er verstand, wie wichtig es war, in die Gemeinschaft zu investieren, die ihm so viel gegeben hatte. In den Jahren, die er in Saudi-Arabien verbracht hatte Cristiano Ronaldo nicht nur als Fußballspieler, sondern auch als Mensch eine erhebliche Reife erfahren. Er hatte gelernt, die Vielfalt der Kulturen und Religionen zu schätzen und hatte sich zu einem Botschafter des interkulturellen Dialogs entwickelt. Er setzte sich aktiv für Toleranz und Verständigung zwischen verschiedenen Gemeinschaften ein und führte Projekte zur Förderung von Harmonie und Zusammenarbeit durch. Cristiano kehrte zwar nach Europa zurück, um auf den größten Fußballbühnen der Welt zu spielen, aber sein Herz blieb immer mit Saudi-Arabien verbunden. Er träumte davon, eines Tages wieder in die Wüste zurückzukehren und vielleicht sogar einen Beitrag zur Entwicklung des saudi-arabischen Fußballs auf höchstem Niveau zu leisten. Die Geschichte von Cristiano Ronaldo war ein inspirierendes Beispiel dafür, wie Entschlossenheit, Hingabe und die Unterstützung einer liebevollen Familie einen jungen Spieler aus bescheidenen Anfängen zu einem der besten Fußballer der Welt machen konnten. Seine Zeit in Saudi-Arabien hatte nicht nur seine Fußballkarriere geprägt, sondern auch seine Persönlichkeit geformt und ihn zu einem Botschafter des Sports und des Friedens gemacht. Und so bleibt Cristiano Ronaldo in den Herzen der Menschen in Saudi-Arabien und auf der ganzen Welt unvergessen. Cristiano Ronaldo hatte nicht nur sportlichen Erfolg in Saudi-Arabien und später in Europa, sondern er entwickelte auch enge Freundschaften, die ein Leben lang hielten. Einige seiner engsten Freunde, die er während seiner Zeit in Saudi-Arabien kennengelernt hatte, begleiteten ihn auf seiner Reise und wurden zu seiner Unterstützungssäule in den Höhen und Tiefen seiner Karriere. Einer dieser Freunde war Abdul, ein talentierter saudi-arabischer Spieler, den Cristiano Ronaldo während seiner Zeit bei Al-Nassr United getroffen hatte. Obwohl ihre Wege sich trennten, als Cristiano nach Europa zurückkehrte, blieben sie in Kontakt und unterstützten sich gegenseitig. Als Abdul später in die USA zog, um seine Ausbildung fortzusetzen, half Cristiano ihm dabei, ein Fußballstipendium an einer renommierten Universität zu bekommen. Diese Geschichte von Freundschaft und Unterstützung über Ländergrenzen hinweg zeigte, dass Cristiano Ronaldo nicht nur ein außergewöhnlicher Sportler war, sondern auch ein Mensch mit einem großen Herzen. Er war sich bewusst, dass er seinen Erfolg nicht allein erreicht hatte und dass es wichtig war, anderen auf ihrem Weg zum Erfolg zu helfen. Im Laufe der Jahre kehrte Cristiano immer wieder nach Saudi-Arabien zurück, um an Wohltätigkeitsveranstaltungen teilzunehmen und soziale Projekte zu unterstützen. Er widmete sich auch der Förderung des Frauenfußballs im Land und setzte sich für die Gleichberechtigung im Sport ein. Cristianos Karriere erreichte schließlich ihren Höhepunkt, als er zu den besten Fußballern der Welt gehörte und für Vereine wie Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin spielte. Seine Spiele wurden weltweit übertragen, und sein Name war in allen Ecken des Globus bekannt.
Doch trotz seines Weltruhms und seines Reichtums blieb Cristiano Ronaldo bodenständig und bescheiden. Er sagte oft, dass seine Zeit in Saudi-Arabien ihn gelehrt hatte, dass der wahre Wert im Leben darin bestehe, anderen zu helfen und die Gemeinschaft zu stärken. Die Geschichte von Cristiano Ronaldo war nicht nur die eines außergewöhnlichen Fußballers, sondern auch die eines außergewöhnlichen Menschen. Seine Zeit in Saudi-Arabien hatte einen bleibenden Eindruck hinterlassen und gezeigt, wie ein junger Mann mit Träumen und Entschlossenheit aus bescheidenen Anfängen heraus die Welt erobern konnte und dabei nie seine Wurzeln und seine Menschlichkeit vergaß.